ihr seid bei Heidi Leim. Die letzten 2 Videos, da haben wir uns um das Fadenheften auf Bünden gekümmert. Erst haben wir die Vorsätze vorbereitet, dann haben wir Faden geheftet und heute muss der Buchblock abgeleimt werden und das Werkzeug der Wahl ist der Hammer. Schaut zu, dann wisst ihr warum. Was brauchen wir heute? Wir brauchen den Buchblock, den wir vorbereitet haben. Den möchten wir ja heute fertig ableimen, also fertig arbeiten. Wir brauchen ein bisschen Gaze, eine Schere, einen Hammer und unverdünnten Leim. Und wir brauchen 2 saubere Bretter und ein Gewicht. Das hier ist jetzt unser Buchblock. Den möchten wir jetzt ableimen und beziehungsweise zum Ableimen vorbereiten. Und wir möchten die Lagen möglichst stark verdichten. Wenn wir uns das von der Seite angucken, dann kann man sehen, der Buchblock hat im Rücken eine Steigung. Die möchte man niederhalten, so nennt man das. Und dafür lege ich das Buch glatt aufgestoßen vor mich hin. Und jetzt nehme ich einen Hammer. Ihr seht, ich habe einen Hammer mit einem ganz glatten Rücken. Das gibt es auch geriffelt, die nehmt ihr bitte auf keinen Fall, sondern es muss ein glatter Hammer sein. Jetzt geht es darum, wie halten wir den Buchblock. Wir setzen den Daumen vor den Schnitt auf und mit den anderen 4 Fingern setzen wir von oben Druck drauf. So verhindern wir, dass der Buchblock verrutschen kann, der Daumen hält gegen. Jetzt nehmen wir den Hammer und schlagen genau hinten auf den Rücken. Das heißt, wir verdichten den Rücken. Das machen wir von beiden Seiten. Daumen davor, 4 Finger oben drauf, mit Kraft halten. Bei 2, 3 Lagen ist das ein Arbeitsschritt, den braucht ihr nicht. Aber das hier sind schon 10 Lagen und wenn es noch mehr werden, werdet ihr sehen, der Rücken wird sich immer weiter aufstülpen. Dann müsst ihr natürlich die Lagen verdichten, so dass ihr das Heftband möglichst stark durchziehen könnt. Ihr habt es ja von hinten fixiert. Wir haben es ja festgeklebt. Das heißt, jetzt können wir natürlich Zug aufbauen. Jetzt bei 10 Lagen sind das vielleicht 2-3 mm, die ich gewinne. Ihr werdet sehen, aber bei 15, 20 Lagen wären es eher 4-5 mm. Also wir verdichten noch ein bisschen. Ziehe nach. Ihr seht, es ist fast keine Steigung mehr da. Jetzt werde ich die Bänder festkleben. Ich schneide sie gespannt. Genau auf Breite des Schirtings. Nun nehme ich ein bisschen Leim, gebe ihn auf das Band. Und mit Kraft ziehe ich es genau bis zu der Kante des Schirtings. Solche kleinen Fäden ruhig entfernen. Sonst sieht man die später unter dem Vorsatz. Ruhig mal einen Moment halten, damit es auch wirklich klebt. So sieht das Ganze jetzt aus. Von beiden Seiten die Bänder festgeklebt. Jetzt müssen wir noch ableimen. Dafür brauchen wir Gaze und als allererstes, wir haben hier so ein längeres Stück, es hat ungefähr die Länge, schneiden wir uns da ein Band raus. Wir gucken uns die Gaze mal an. Die Gaze ist in einer Richtung einfäderig und in der anderen Richtung 2-, 3-fäderig. Das gibt es unterschiedlich, manche sind 2-fäderig, manchmal 3. Also Sie seht, in einer Richtung ist das Material dichter gelegt als in der anderen Richtung. In der Richtung, wo nur der ein Faden ist, lässt sich die Gaze ganz gut bewegen. In der anderen Richtung nicht so gut, ist sie sperriger. Ich persönlich mag es lieber, wenn sie sich leichter legt. Darum setze ich die 3-fäderigen immer parallel zum Rücken. Jetzt muss ich als erstes die Breite der Gaze festlegen. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie soll von Schirtingrand zur anderen Seite Schirtingrand gehen. Ich lege es an, ziehe es rum
Und dann sehe ich ja, wo die Breite ist. Ich habe es mir jetzt ein bisschen angerissen. Dann nehmt ihr euch ein Lineal und schneidet es raus. Jetzt haben wir hier die Gaze, die von Schürtingrand zu Schürtingrand geht. Wir kleben sie nicht einfach über die gesamte Länge, sondern nur in die Lücken zwischen die Bänder, weil wir dann die Gaze auch gleichzeitig nutzen können, um ein wenig den Höhenunterschied auszugleichen. Würdet ihr die Gaze durchlaufen lassen, würde es an den Stellen ja noch mehr erhöht. Also schneiden wir uns das auf die Breite, wie die Zwischenräume zwischen den Bändern. Jetzt leimen wir den Rücken ab. Am besten stoße ihn als erstes mal über Eck auf den Buchblock, um sicher zu sein, dass er rechtwinklig in der Form ist von vorne, aber auch im Rücken. Das heißt, dass hier auch einen rechten Winkel bildet. Das heißt, wir haben einmal einen rechtwinkligen Buchblock von oben und einen rechtwinkligen Buchblock von der Seite. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr beim Arbeiten das Ganze wieder verrutscht, nehmt euch ruhig irgendetwas, was euren Buchblock erstmal beschwert, um sicher zu sein, dass er in der Form bleibt. Nun nehmt ihr den Pinsel und dicken, unverdünnten Leim. Die Fäden kleben wir einfach hinten im Rücken fest. Das mache ich mal als erstes. Ich würde sie nicht ganz kurz abschneiden, dann ist die Gefahr immer viel zu groß, dass der Knoten doch nochmal aufgeht. Ihr könnt die Fädenreste einfach in den Leim geben. Jetzt setzen wir den Pinsel in der Mitte des Rückens auf, führen nach unten und führen nach oben. Und das machen wir jetzt Schritt für Schritt, immer mit den einzelnen Teilstücken. Jetzt nehme ich das passende Stück Gaze dazu, lege es bündig an. Ziehe es stramm um den Rücken, drücke den Leim durch und leime nach. Natürlich gebe ich auch auf die Heftung Leim und gehe nun zum nächsten Teilabschnitt drüber. Wieder von der Mitte nach unten, von der Mitte nach oben. So habt ihr einen schönen sauberen Leimauftrag. Achtet darauf, dass ihr die Zwischenräume zwischen den Lagen gut mit Leim füllt. Jedoch versucht nicht in die Tiefe reinzugehen mit dem Pinsel, sondern bleibt mit dem Pinsel immer schön flach. Wir leimen also schön ab. Nehmen wiederum die Gaze, setzen sie wieder bündig an, zum Schürting ziehen mit Kraft rum und leimen nochmal nach. Achtet darauf, dass ihr kein Leim von oben und unten auf den Buchblock gebt. Der Leim gehört nur auf den Rücken. Das letzte Teilstück von der Mitte nach unten, von der Mitte nach oben. Vergesst nicht, die Fäden mitzuleimen an den Bünden. Nehmt das letzte Stück Gaze, setzt es wieder nach der gleichen Art und Weise auf und leimt. Achtet darauf, dass ihr es über die gesamte Strecke sorgfältig abgeleimt habt und dass oben und unten auf dem Buchblock, also von oben und von unten, kein Leim ist. Ein Buchblock, der oben und unten Leim hat, ist schwer abzulegen, also zu lagern. Und wir müssen es ja jetzt zwischen Brettern trocknen lassen. Das saubere Ablegen zwischen Brettern ist sehr, sehr wichtig. Das wird oft unterschätzt, weil jetzt während des Lagern bestimmen wir ja die Form des Buchblocks. Das heißt, wir legen ganz sorgfältig das Brett auf und zwar lassen wir hier eine Falzbreite spielen zwischen Brett und Rücken, so 5 bis 8 mm. Greifen, wenden, ganz ruhig arbeiten, dass nichts mehr verrutscht. So wissen wir auch genau, wie es von unten aussieht. Nun legen wir von oben das zweite Brett auf und beschweren das Ganze
24 Stunden trocknen lassen. Wer hätte gedacht, dass das zusammengehört? Ich wusste es, ihr nicht. Ich denke, ihr habt alle so einen Hammer zu Hause. Also legt mal los, liked mich, teilt mich, abonniert mich, seid weiter mit dabei. Ciao!